Gefangen auf einer Kiesbank. Rio Tunia, mitten im Nirgendwo. Und endlich sehen wir sie aus dem unendlichen Dschungel hervorragen. Die ersten Ausläufer von Chiribiquete. Moment mal, wie sind wir denn hier gelandet? Um diese Geschichte von Anfang an zu erzählen, kehren wir zurück zum Rio Tunia, tief im Urwald des Amazonas. Was sagen Sie, junger Mann? Echt? Was für eine Art von Zivilisation gründen wir dann? Was für eine Art von Zivilisation gründen wir dann? Eine, die dieselben Fehler macht, wie alle anderen bisher. Erstmal gab es kein Problem. Wir schliefen gemütlich in unseren Hängematten, die Piranhas versorgten uns mit ausreichend Nahrung, die Kaimane und Otter wurden unsere Freunde. Nach einer Verletzung an Marks Arm, die es ihm nicht mehr erlaubte zu paddeln, hatten wir nur noch ein Problem. Wie sollten wir hier jemals wieder rauskommen? Nachdem wir tagelang vergeblich darauf warteten, dass sich die Verletzung bessert, drückten wir den roten Knopf an unserem Garmin. Deine Paddel sind gut, eigentlich orange. Was für ein Höllensound. De película fue el rescate que ejecutó la Fuerza Aérea de dos turistas que se encontraban realizando caminatas ecológicas en el Parque Serranía de Chiribiquete y de repente se perdieron. Los dos extranjeros, quienes se adentraron en la parte selvática de la región con el propósito de llegar al río Tunia para realizar actividades de navegación extrema, su rescate por tierra sería imposible debido al difícil acceso. Sumado a ello, uno de los alemanes sufrió una lesión en su pierna, lo cual les impidió regresar en medio de la espesura de la selva. De inmediato, la Fuerza Aérea organizó un megaoperativo y con un helicóptero Black Hawk UH-60 se dieron a la búsqueda de los dos hombres. Los turistas fueron divisados desde el aire en medio del río pidiendo ayuda. Fue entonces cuando con una grúa aérea se logró la compleja extracción de los dos hombres de 24 y 38 años. Un segundo helicóptero que fue asignado para escoltar acompañó la operación debido a la compleja situación de orden público del lugar. La Fuerza Aérea Conjunta Omega, el Comando Aéreo de Combate número 2 y el 4 finalmente trasladaron a los dos ciudadanos alemanes hacia el aeropuerto de San José del Guaviare y de allí fueron llevados a un hospital para ser atendidos por sus heridas. Los dos hombres ya regresaron a su país y seguramente ya tendrán que contar una gran aventura vivida en Colombia. Alles queria. They just have to fight. Der Hubschrauber setzte uns in San José de Guaviare ab. Ein bis vor kurzem umkämpftes Gebiet, mit einem umstrittenen Ruf. Yeah.
Nicht, dass die Medien interessiert hätte, was wirklich passiert ist. So hatten wir zum Beispiel entgegen der Aussage der Fernsehsprecherin noch gar keine Lust, nach Hause zu gehen. Erst einmal treffen wir uns mit alten Bekannten, mit denen das Abenteuer weitergehen kann. This good German culture. Wenn der Rückwärter kaputt ist. I don't know which one Kein is this. Bekannt. Mit 180 gehört nicht zu meinem Vortrag. Vorwärts, all Tag gut. Whenever you see a symbol of a spiral, they believed that the rocky wall is a portal. Is a portal to a different world. Dieses heilige Gebirge soll das spirituelle Zentrum des Kontinents gewesen sein, von dem sich später der Sonnenkult in ganz Südamerika, unter anderem bei den Mayas und Inkas, verbreitete. Der Vater die Sonne, Mutter Erde Pachamama und deren Sohn, der Jaguar-Gott. Todas estas figuras muy sagradas. En nuestras tribus hay mujeres que entienden igual que el propio chamán, o que ella también es una chamana, como que tú acabas de preguntarme. Sí. Ellos también son chamanes, pero entonces ellas son escogidas desde la niñez, y el chamán también escogido desde puro muchacho, de puro niño. Le curan su ombligo, comienzan a hacerle oraciones, a traer con un cigarrillo, lo van soplando, y entonces ellos le van dando le van dándole conocimientos, y ya cuando él ya esté adulto, de 12 a 13 años, entonces él ya va ingiriendo el yagé, una planta que es para uno redoblar. Entonces esa planta yagé le da muchos conocimientos, que tú puedes hablar con los espíritus. Okay. Usted llega con solo ver esto, para aquellos chamanes o la chamana, ella se puede ingresar a través, después que ella beba aquel alucinógeno, ya redoblada, ella puede venir y ver estas pinturas. Para ella es una casa, una catedral, o digamos una tienda, que ahí se ven todos ella habla con los espíritus. Más ella, ya cuando ya se le pase la reacción, ya está atrás de nuevo a su cuerpo, ya reacciona normal y ya le cuenta a los demás personajes. Die Gemälde sind auch das Abbild einer in Südamerika weit verbreiteten Kosmologie. Das Universum in 3 Schichten. Die Menschen leben in der Zwischenwelt, während Götter, Ahnen und andere übernatürliche Wesen sich in der Unter- oder Überwelt befinden. Um die Kosmologie zu verstehen, muss man zuerst den Lebensraum sehen. Deshalb ziehen wir erneut los, um sie am eigenen Leib zu erleben. Jan und ich. In die zerklüfteten nördlichsten Ausläufer der Heiligen Berge. De piña.
Der Rio Guaviare, unser Ausgangspunkt. Unsere Position, die Zwischenwelt. Unser Ziel, die Oberwelt. Das Tor zu den Sternen und den Ahnen. Die Gipfel der Tipuis. Ja. What is this? Who designed this? Mensch. I feel like it's so amazing. It's like I feel like in the nature water park. The beautiful design. Good. We have to
Wir haben sie erreicht, die Oberwelt. Die heiligen Berge haben uns einen kleinen Einblick gegeben in das Mysterium, das sie bergen. Am Ende dieser Reise fassen wir zusammen. Manche Geheimnisse konnten wir dem Fels entlocken und viele werden sie für immer bewahren. Der Vater, die Sonne, die Erde Pachamama und der Wächter dieses Landes, der Jaguar Gott.